Steht Bayern-Star Luis Diaz tatsächlich kurz vor einem Wechsel? Dazu gibt's heute meine 3 möglichen Nachfolger, die der FC Bayern holen könnte. Denn aktuell gibt es überraschende Berichte, dass der saudi-arabische Spitzenklub Al-Hilal den Bayern-Flügelspieler unbedingt verpflichten möchte. Dabei ist von einer möglichen Ablösesumme zwischen 105 und 130 Millionen Euro die Rede. Gleichzeitig soll Al-Hilal Luis Diaz ein unglaubliches Netto-Jahresgehalt von rund 25 Millionen Euro bieten. Zum Vergleich, beim FC Bayern soll Diaz aktuell rund 14 Millionen Euro brutto im Jahr verdienen. Finanziell wäre das also ein riesiger Unterschied. Für den FC Bayern wäre ein Abgang natürlich ein echter Schock. Schließlich war Luis Diaz in seiner ersten Saison sofort einer der wichtigsten Offensivspieler der Münchner. In 51 Pflichtspielen erzielte der Kolumbianer starke 26 Tore und bereitete weitere 23 Treffer vor. Gemeinsam mit Harry Kane und Michael Olise bildeten er außerdem das erfolgreichste Offensivtrio der Top 5 Ligen Europas, wenn man die Bundesliga-Tore betrachtet. Sportlich und menschlich passt Luis Diaz perfekt zum FC Bayern. Trotzdem könnte ein solches Angebot selbst für ihn schwer abzulehnen sein. Aber was passiert, wenn Diaz die Bayern tatsächlich verlassen sollte? Genau das schauen wir uns heute genauer an. Ich stelle euch meine 3 spannendsten Kandidaten vor, die den Kolumbianer beim FC Bayern ersetzen könnten. Und am Ende verrate ich euch auch, welchen Spieler ich persönlich sofort verpflichten würde. Wenn ihr regelmäßig FC Bayern News, Transfergerüchte und Fußballprognosen sehen möchtet, dann lasst gerne ein Like da, abonniert Werners Fußballecke und aktiviert die Glocke, damit ihr kein neues Video mehr verpasst. Dann legen wir los und schauen uns den ersten möglichen Luis Diaz Nachfolger einmal genauer an. Und ja, das wäre Marcus Rashford von Manchester United. Ja, Marcus Rashford kennt im Weltfußball natürlich jeder. Der englische Nationalspieler bringt eigentlich alles mit, was Bayern München auf der linken Außenbahn braucht. Seine größte Stärke ist ganz klar seine enorme Geschwindigkeit. Sobald Rashford ins Laufen kommt, gehört er zu den gefährlichsten Offensivspielern überhaupt. Dazu ist er extrem torgefährlich und kann mit seinem starken rechten Fuß sowohl selbst abschließen, als auch seine Mitspieler perfekt in Szene setzen. Was Rashford außerdem auszeichnet, ist seine enorme Flexibilität. Er kann nicht nur links außen spielen, sondern auch als Mittelstürmer oder auf der rechten Seite eingesetzt werden. Gerade Bayern-Trainer Vincent Kompany legt viel Wert darauf, dass seine Offensivspieler ihre Position immer wieder wechseln können. Genau deshalb würde Marcus Rashford vom Spielstil her sehr gut zum FC Bayern passen. Ein weiterer großer Pluspunkt wäre natürlich seine Erfahrung. Rashford kennt den Druck bei Manchester United oder wie zuletzt auch beim FC Barcelona. Er hat jahrelang Champions League gespielt und war auch für die englische Nationalmannschaft zuletzt bei der WM im Einsatz. Was Rashford, wenn er topfit ist, leisten kann, hat er letzte Saison beim FC Barcelona gezeigt. In 49 Pflichtspielen kam er immerhin auf starke 14 Tore, wie aber auch 14 Vorlagen für Barcelona. Gerade wenn Bayern jedes Jahr um den Champions League-Titel mitspielen möchte, sind solche erfahrene Spieler enorm wichtig. Aktuell soll Manchester United wohl rund 35 bis 40 Millionen Euro Ablöse verlangen. Für einen Spieler mit seiner Erfahrung wäre das aus meiner Sicht ein durchaus interessantes Gesamtpaket. Dazu hatte Rashford eine Spitzengeschwindigkeit laut Sofascore von 34,7 km/h bei der Weltmeisterschaft. Damit wäre er aktuell sogar der 5. schnellste Bayern-Spieler. Schneller auch als ein Luis Diaz mit 34,14 km/h. Mein persönliches Fazit: Sportlich würde Rashford den Bayern sofort weiterhelfen. Er kennt das höchste Niveau
ist flexibel einsetzbar und würde perfekt zu Companys Offensivfußball passen. Von mir bekommt Marcus Rashford deshalb starke 8 von 10 Punkten als möglicher Luis Diaz Nachfolger. Kommen wir zu Spieler Nummer 2 und das wäre Said Elmalah vom 1. FC Köln. Ja, dieser Name dürfte viele Bayern-Fans überraschen, denn Elmalah ist natürlich deutlich jünger und bringt noch nicht die internationale Erfahrung eines Marcus Rashford mit. Dafür besitzt er aber ein riesiges Potenzial. Dazu kann ich mir vorstellen, dass ein Bayern-Trainer wie Vincent Kompany bzw. auch das Bayern-Training selber Elmalah schnell nochmals stärker machen würde. So wie zum Beispiel ein Michael Olise oder auch Luis Diaz selber. Seine größten Stärken sind sein Dribbling, seine enorme Dynamik und vor allem seine Unbekümmertheit im 1 gegen 1. Said Elmalah sucht immer wieder den direkten Weg zum Tor und hat überhaupt keine Angst davor, Gegenspieler auszuspielen. Genau solche mutigen Offensivspieler sieht man heutzutage immer seltener. Dazu ist Said Elmalah offensiv sehr flexibel einsetzbar. Er kann links außen spielen, als Stürmer eingesetzt werden oder auch auf der Zehnerposition agieren. Und genau solche variablen Spieler liebt Vincent Kompany. Natürlich müsste man ihm beim FC Bayern etwas Zeit geben. Ich glaube nicht, dass Elmalah Luis Diaz sofort 1:1 ersetzen könnte. Langfristig könnte er sich aber zu einem absoluten Topspieler entwickeln. Die Kölner sollen aktuell allerdings rund 50 Millionen Euro Ablöse verlangen. Das wäre für so einen jungen Spieler natürlich eine enorme Investition. Dafür würden die Bayern aber einen Spieler verpflichten, der sich in den nächsten Jahren zu einem echten Topspieler weiterentwickeln könnte. Mein persönliches Fazit: Elmalah wäre für mich ein Transfer für die Zukunft. Das Potenzial ist mega, allerdings müsse man ihm auch die nötige Zeit geben. Von mir bekommt Said Elmalah deshalb gute 7 von 10 Punkten. Und jetzt kommen wir zu einem echten Topspieler Europas auf der Linksaußenposition bzw. Luis Diaz Position. Richtig, Wesley Barcola von PSG. Für mich wäre Barcola wahrscheinlich die spektakulärste Lösung überhaupt. Mit gerade einmal 23 Jahren gehört er jetzt schon zu den besten linken Flügelspielern Europas. Seine größten Stärken sind seine unglaubliche Schnelligkeit, seine starke Technik und sein überragendes 1 gegen 1. Laut Sofascore hatte Böttler bei der WM eine Spitzengeschwindigkeit von 35,5 km/h. Damit wäre er aktuell der schnellste Spieler beim FC Bayern. Barcola kann jederzeit ein Spiel alleine entscheiden. Besonders gefällt mir aber, dass er nicht nur offensiv überragend ist, sondern auch gegen den Ball enorm viel arbeitet. Genau dieses intensive Pressing passt perfekt zum Fußball von Bayern-Trainer Vincent Kompany. Barcola wäre also nicht nur offensiv eine Verstärkung, sondern würde auch das Gegenpressing der Bayern noch einmal stark verbessern. Dazu besitzt er einen starken Torabschluss und kann sowohl über Außen kommen, als auch immer wieder ins Zentrum ziehen. Genau diese Unberechenbarkeit macht ihn für Verteidiger so gefährlich. Allerdings gibt es auch einen riesigen Haken. Paris Saint-Germain möchte Wesley Barcola aktuell eigentlich überhaupt nicht verkaufen. Deshalb soll PSG momentan rund 170 Millionen Euro Ablöse verlangen. Das liegt deutlich über seinen aktuellen Marktwert von aktuell 90 Millionen Euro und wäre selbst für den FC Bayern eine gewaltige Investition. Das Positive: Laut Medien möchte Barcola seinen Vertrag, der noch bis Juni 2028 läuft, auf jeden Fall nicht verlängern. Sollte PSG seine Forderungen doch noch senken, wäre Barcola für mich allerdings wahrscheinlich der perfekte Nachfolger für Luis Diaz. Mein persönliches Fazit: Sportlich wäre Wesley Barcola für mich die beste Lösung überhaupt.
Die einzige Frage ist, ob ein solcher Transfer finanziell überhaupt realistisch wäre. Deshalb bekommt Bradley Barcola von mir sportlich glatte 10 von 10 Punkten. Ja, liebe Bayern-Fans, jetzt seid ihr gefragt. Welchen dieser 3 Spieler würdet ihr als möglichen Nachfolger von Luis Diaz verpflichten? Marcus Rashford, Bradley Barcola oder doch lieber Said El-Mala? Oder habt ihr vielleicht sogar einen ganz anderen Wunschspieler, den Max Eberl unbedingt auf den Zettel haben sollte? Schreibt eure Meinung auf jeden Fall unten in die Kommentare. Ich bin wirklich gespannt, wen ihr am liebsten im Bayern-Trikot sehen würdet. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert Werners Fußballecke und aktiviert die Glocke, damit ihr auch in Zukunft keine FC Bayern News, Transfergerüchte und Fußballprognosen mehr verpasst. Also dann, bleibt sportlich und wir sehen uns im nächsten Video hier auf Werners Fußballecke. Bis dann, tschüss!